Hallo meine lieben Gamer, heute möchte ich euch mal eine große Übersicht geben zu allen Lenkrädern, die mit der PlayStation 5 und auch mit der PlayStation 4 kompatibel sind. Und da gibt es eben 4 Hersteller: Fanatec, Logitech, Thrustmaster und Hori. Und da schauen wir uns mal an, was alles von diesen Herstellern geboten wird. Los geht's! Wenn ihr euch ein neues Wheel, ein neues Lenkrad kaufen wollt, ist ja immer die Frage, welches für eure Bedürfnisse passt, wo der Preis passt und natürlich welches natürlich entsprechend kompatibel ist mit, vor allen Dingen jetzt in dem Fall mit PlayStation 4 und vor allen Dingen jetzt auch mit der PlayStation 5, weil wenn ihr jetzt euch ein Wheel kauft, wollt ihr das natürlich auch künftig weiter benutzen. Ich habe bereits Praxistests gemacht zu diesen Wheels, steht alles unten in der Videobeschreibung, also wenn ihr bestimmte Produkttests haben wollt von diesen Wheels, findet ihr das auch hier auf dem Kanal. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum, wie das Ganze funktioniert und was es alles gibt. Zunächst mal hat Sony verlautbaren lassen, Anfang August, dass alle Peripheriegeräte, wie zum Beispiel offiziell lizenzierte Lenkräder mit PS5-Spielen auf der PS5 kompatibel sein werden. Ja? Und zwar lizenzierte Lenkräder von der PS4. Das heißt, das Ganze, alles was an der PS4 funktioniert und offiziell lizenziert ist, wird an der PS5 funktionieren. Und wie erwähnt, gibt es eben 4 große Hersteller, die euch mit entsprechendem Equipment versorgen können. Das ist Logitech, Thrustmaster, Hori und Fanatec. Und mit Fanatec fangen wir gleich mal an. Machen wir gleich mal den High-End-Bereich. Fanatec hat auch relativ schnell auf der offiziellen Seite auch ebenso verlautbaren lassen, dass alle offiziell PS4 lizenzierten Lenkräder und Ausrüstung auch für die PS5 kompatibel sind. Und wenn wir uns mal kurz auf die Seite begeben von Fanatec, sehen wir, dass es im Grunde 2 Basislenkräder gibt, die an der PS4 funktionieren in verschiedenen Ausführungen. Das erste ist natürlich das CSL Elite Racing Wheel bzw. die Elite Wheelbase, die auch eben mit oder ohne Lenker ausgeliefert wird, denn die Lenker sind austauschbar. Das ist auch ziemlich individuell konfigurierbar, das Ganze. Und aktuell gibt es eben mehrere Sets, wo ihr das CSL Elite kaufen könnt, beispielsweise eben nur die Base oder mit Racing Wheel oder, was ich natürlich empfehlen würde, natürlich mit Pedale. Mit Pedale macht es natürlich am meisten Sinn, das Ganze. Alternativ gibt es das Ganze dann auch noch als F1-Set, wo ihr einen F1-Lenker dabei habt. Also das ist auch schon gehobener vom preislich, aber es ist zumindest, dafür bekommt ihr auch ein richtig gutes Lenkrad. High-End gibt es dann auch noch, und zwar mit dem Podium Racing Wheel F1. Das ist ein Direct Drive Wheel, speziell für PS4 und PS5. Und wie erwähnt, die Lenkräder sind austauschbar. Das heißt, ihr könnt euch jetzt eben ein CSL Elite kaufen und dann könnt ihr eben zum Beispiel sagen, hey, ich hätte jetzt aber gerne noch einen anderen Lenker oben drauf. Die könnt ihr nämlich verschrauben beziehungsweise einklinken. Und da gibt es auch verschiedene, auch in verschiedensten Preisklassen, auch originalgetreue Lenker, die sich auch anfühlen, als wären sie direkt aus einem Auto herausgenommen. Teilweise auch, weil Fanatec auch Materialien benutzt und auch Zulieferer vom Automobilbereich, und das merkt man auch. Und hier gibt es auch verschiedenste Geräte, manchmal einige von BMW, von Porsche offiziell lizenziert, sogar von der NASCAR und eben von bestimmten Rennwagen. Hier steht auch dran, das ist auch ganz wichtig, dass das eben PS4 ready ist, diese Wheels. Das ist immer auch wichtig, dass ihr guckt, weil manche Wheels gehen nicht ganz, aber auf der Seite ist alles markiert, was für welche Plattform funktioniert. Ähnliches gilt für die Pedale. Ihr könnt auch andere Pedale, höherwertige Pedale zum Beispiel an das CSL bzw. an das Podium Wheel dran anschließen. Und da ist nach oben hin könnt ihr ganz schön investieren. Ihr könnt auch beispielsweise nötigenfalls die CSL-Pedale mit Load Cell Kit bestellen bzw. die upgraden. Das geht auch. Wenn ihr überhaupt an Fanatec interessiert seid, unten in der Videobeschreibung sind die Links direkt zu den Produktseiten, zu den passenden, wo das Ganze kompatibel ist. Wir kommen vom High-End zum Low-End und damit sind wir bei Hori, die ein, ich sag mal, sehr günstiges Wheel im Angebot haben, das Racing Wheel Apex, das eben knapp 100 Euro oder eher 80 Euro kostet. Aber das eben auch PS4-kompatibel ist und damit auch PS5-kompatibel, aber dass ich jetzt grundsätzlich eher weniger empfehlen würde. Es ist
Wie gesagt, so eins der günstigsten Lenkräder überhaupt auf dem Markt. Und das sieht man auch und das merkt man auch. Denn das Teil hat kein echtes Force Feedback, es hat nur Vibrationseffekt. Und ist jetzt natürlich fürs Sim-Racing eher weniger geeignet. Wofür es vielleicht eher geeignet ist, ist beispielsweise, wenn ihr gelegentlich irgendwelche Simulatoren spielt, Bussimulator etc. Damit ist das, dafür reicht das Ganze aus. Aber für echtes, wenn ihr echtes Rennfeeling haben wollt, eher weniger. Deshalb gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Hersteller, zu Thrustmaster. Und da gibt es auch ein ganz schön großes Ökosystem an verschiedenen Zubehörteilen und Wheels, speziell auch für die PlayStation 4 und dann eben auch die PlayStation 5. Wir fangen mal an, auch mit dem günstigsten, was ich jetzt auch nicht so wirklich empfehlen kann, das ist das T80. T80 hat, ist das absolute Low-End-Modell und das kostet um die 100 Euro oder 110 Euro. Es hat allerdings kein Force Feedback, sondern auch nur Vibrationsfunktion. Deswegen hat man auch jetzt kein besonders gutes Fahrgefühl damit. Das T80 gibt es übrigens auch in der Ferrari 488 GTB Edition. Das heißt, dann habt ihr einen Ferrari-Lenker, allerdings im verkleinerten Maßstab. Ja. An eurer Stelle würde ich aber zu dem besseren Wheel greifen, nämlich das Thrustmaster T150. Also für den Fall, dass ihr sparen müsst und trotzdem noch ein gutes Wheel haben müsst. Das ist für mich jetzt quasi das günstigste, empfehlenswerte Lenkrad, das T150, weil es eben Force Feedback hat und weil es eben gerade so ein gutes Fahrgefühl gibt. Ich sage gerade so, weil es ist für den Preis ist es okay, offiziell 200, ihr zahlt im Marktpreis viel, viel weniger auf jeden Fall. Und deshalb ist das eigentlich ein ganz guter Deal. Das Schöne ist ja, bei Thrustmaster, ihr könnt da auch die Pedale beispielsweise austauschen. Und in dem Fall würde ich beispielsweise jetzt für das T150 auch gleich die besseren Pedale nehmen. T3PA beispielsweise. Das sind einfach die besseren Pedale, weil die Standardpedale sind eigentlich schon sehr, sehr, sehr schwächlich. Das Ganze gibt es eben auch als Bundle, nennt sich dann T150 Pro und da habt ihr die besseren Pedale dabei. Höhere Stufe höher ist beispielsweise das T300. Das es auch in der GT Edition gibt, das sind auch die verbesserten Pedale dabei. Und es gibt es auch in der Normalversion, also nicht die GT, sondern eben mit den schlechteren Pedalen. Das T300 ist natürlich preislich natürlich ein gutes Stück höher angesiedelt, offiziell 400 Euro Preis, allerdings wie gesagt, das ist auf jeden Fall günstiger, definitiv erhältlich. Und wenn ihr aber jetzt noch ein Stück höher gehen wollt, gibt es natürlich auch das High-End PS4-Lenkrad und PS5-Lenkrad von Thrustmaster, das TGT, das offizielle Gran Turismo Lenkrad, das eben nicht nur Force Feedback hat, sondern auch weitere Vibrationseffekte bzw. eben Feedback-Effekte, die ihr am Lenkrad spürt. Und das hat auch entsprechend die besseren Pedale mit dabei. Und es ist allerdings auch preislich nochmal ein gutes Stück drüber, nämlich doppelt so teuer, wobei offizieller Preis ist 800. Das ist für mich eher gesagt viel zu teuer. Bei dem Preis würde ich definitiv lieber zu Fanatec raten. Allerdings ist das TGT zwischendurch auch mal im Angebot relativ günstig. Dann kann man schon wieder so ein bisschen überlegen, dass man vielleicht doch damit einsteigt. Das Schöne ist, beim T300 und beim TGT könnt ihr den Lenker austauschen. Hier zum Beispiel gibt es einige Ersatzlenker. Ihr könnt auch ein F1-Lenkrad hinschrauben, ein Oldtimer-Lenkrad und eben typische GT-Lenkräder. Und eben dasselbe auch für Pedale. Beim T300 und beim TGT könnt ihr auch eben, wie gesagt, die Pedale austauschen. Und hier gibt es eben nicht nur die besseren T3PA, die sind schon okay, sondern auch die sehr, sehr hochwertigen LCM-Pedale, die tatsächlich mit einer Load Cell ausgestattet sind am Bremspedalen, damit ihr richtig guten Druck habt. Das ist was ich vorhin schon erwähnt habe, bei Fanatec ja ganz ähnlich. Daneben gibt es bei Fanatec genauso wie bei Thrustmaster auch zusätzliche Gangschaltungen oder auch Handbremsen, die ihr eben an das Lenkrad anschließen könnt. Das heißt, das Ganze ist eben auch entsprechend hier erweiterbar. Ein wenig kompakter ist das Aufgebot bei Logitech, was ein wenig verwundert, denn das Logitech G29 ist ja allgemein angesehen als das meistverkaufte Lenkrad, vor allen Dingen im Konsolenbereich. Und Logitech hat eine allerdings relativ knappe Auswahl, beziehungsweise eine sehr übersichtliche Auswahl. Es gibt nämlich zum einen natürlich das G29, das recht eben entsprechend verbreitete, beziehungsweise die Xbox-Variante, das G920.
Und dann gibt es eben noch das neu vorgestellte G923, das eben der Nachfolger vom G29 sein wird. Dann gibt es nur noch separat erhältlich noch eine Gangschaltung, den Driving Force Shifter. Und das war's. Mehr gibt es da nicht, denn bei Logitech kann man den Lenker nicht austauschen. Und die Pedale, die mitgeliefert werden, die sind auch quasi nicht fix verkabelt, aber die sind nur vorgesehen eben für den Einsatz an diesem Wheel. Das Logitech G29 ist auch eigentlich das Wheel, das ich meistens Einsteigern empfehlen kann, weil es gut ausgestattet ist, ein gutes Force Feedback hat und eigentlich auch relativ günstig erhältlich ist. Und im direkten Vergleich beispielsweise mit dem T150 von Thrustmaster im Grunde einfach schon ein bisschen besser ist, ein gutes Stück. Das Gute ist, das G29 ist auch kompatibel mit den meisten Rennspielen. Das heißt, wenn ein Rennspiel auf der PS4 oder PS5 ein Lenkrad unterstützt, wird ziemlich sicher das Logitech G29 mit unterstützt. Das ist quasi das kompatibelste Wheel, wenn man so will. Und das wird wahrscheinlich beim Nachfolger, beim G923 auch so sein. Und das Schöne ist, dass beispielsweise das CSL Elite von Fanatec auch kompatibel ist mit dem G29. Das kann man umschalten. Entsprechend ist man mit dem CSL Elite sehr gut bedient. Vor allen Dingen im, ich sag mal, ein bisschen höheren Preisbereich, allerdings auch mit ein bisschen fürs anspruchsvollere Sim-Racing. Bei Thrustmaster ist man eben vor allen Dingen, finde ich, gut bedient mit dem T300, das für den Preis ein sehr, sehr gutes Force-Feedback hat. Und eben, wie gesagt, das Logitech G29 als Einsteigermodell auch absolut empfehlenswert. Was man jetzt noch dazu sagen muss, nicht alle Spiele und auch nicht alle Rennspiele sind kompatibel mit jedem dieser Lenkräder. Manche Spiele unterstützen diese bestimmte Wheels, andere Lenkräder. Ihr müsst einfach bei der Spielseite bzw. bei den Produktinfos von eurem Spiel gucken, ob so ein Lenkrad unterstützt wird. Wer so sehr vorbildlich Wheels sehr umfangreich unterstützt, das ist Codemasters, beispielsweise die F1-Spiele. Da gehen alle die hier erwähnten Lenkräder mit deren Spiele. Wenn ihr genaueres wissen wollt, vor allen Dingen natürlich die technischen Dinge und Hintergründe und Analysen und Praxistests, finden wir alles in der Videobeschreibung. Ich habe viele von diesen Wheels nämlich schon bereits getestet. Und damit, meine lieben Leute, sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren, ihr könnt ein Gefällt mir da lassen. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.